Hallo, Hallo. schönen guten Tag. Wir sind's, Pitted Studio TV. Pitted Studio, das sind Jenny und Björn. Und wir machen Sachen. Und ihr habt Fragen Genau. dazu. Wir sind wieder soweit und beantworten ganz viele Fragen. Ja. Wenn ihr noch mehr Fragen habt, schreibt sie gerne bitte unten in die Kommentare rein, denn wir lesen uns alles durch und sammeln immer ganz fleißig und das ist super hilfreich und wie ihr seht, haben wir auch immer mehr, als wir schaffen können und das ist toll. Wir bleiben also immer fleißig dabei. Dankeschön. Ja. Ansonsten, falls ihr es noch nicht gemacht habt, unser Spiel gibt's jetzt auf Steam und Epic, also gerne auch Wishlisten und oder einfach diesen Kanal folgen. Da freuen wir uns drüber. Das hilft uns alle. Alles davon, ja. Genau. Also, legen wir mal los mit euren Fragen für diese Session. Es geht los mit einer sehr speziellen Frage. Da schreibt jemand: Ich habe ein eigenes Wunschprojekt, einen Cinematic-Trailer zu machen. In Unreal 5 oder Twinmotion. Beides habe ich schon installiert. Habt ihr vielleicht ein paar Tipps und Hilfen für mich? Cineastrisch bedeutet was? Also Animation mit rein? Kamerafahrten? Oder was heißt das? Also erstmal muss man ein Level haben, ne? Den man zeigen kann. Und dann muss man die Figur haben, die man zeigt. Animation. Was für Tipps? Wir haben mit dem Cutscene-Sequencer noch gar nicht so viel gemacht. Ne? Also wenn wir Aufnahmen gemacht haben, auch der Trailer ist so entstanden, den wir gemacht haben, meistens mit Kamerafahrten mit einer freien Kamera, ne? Freecam. Das heißt also, du kannst ja einen Actor mit einer Kamera versehen, den kannst du dann processen, so, und dann kannst du den bewegen, kannst du auch mit fliegen oder so, das kannst du machen. Da kannst du sehr viel mit reißen und Kamerafahrten machen. Cineastrisch ist eine Geschichte, die ist sehr weit gefasst. Also hast du ein Storyboard, um das umzusetzen. Gibt's Teams, die dabei helfen? Oder machst du das komplett alles alleine? Ich glaube, das ist sehr aufwendig. Ne? Ein sehr aufwendiges Projekt, einen cineastrischen Trailer zu machen. Und der dann auch tatsächlich irgendwie cineastrisch ist, ne? Der dann auch wirklich so wirkt, als wäre der richtig hochglanzpoliert irgendwie produziert und so weiter. Deswegen ist das schwierig zu beantworten, diese Frage, finde ich. Was uns immer hilft, ist tatsächlich zu googeln. Ne? Also es gibt mittlerweile immerhin für gerade auch für Unreal super viel Dokumentation im Internet, ne? In den Foren, aber auch auf YouTube zum Beispiel. Und vielleicht findest du dort ja auch Antworten, die mehr auf deine speziellen Bedürfnisse zugeschnitten sind. Uns hat das sehr geholfen. Ja. Klassischerweise ist es so, dass Leute auf cineastrische Trailer, wenn es um Spiele geht, gar nicht mal mehr so reagieren, wie man das gerne vielleicht möchte oder erwartet. Die Menschen möchten eher Gameplay sehen, mittlerweile, glaube ich. Also denen ist irgendwie eher daran gelegen, das Spiel wirklich zu sehen, so, anstatt einen cineastrischen Trailer sich anzugucken. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch irgendwie das Spiel transportieren. Man muss es bewerben und auf den Punkt bringen, was es ist. Das kannst du am besten in so einem Trailer, ne? Also am besten in so einem Filmchen, wo eine Szene dargestellt wird, um dieses Gefühl, was du vermitteln willst und so weiter. Und da eiert man immer so dazwischen, zwischen dem, dass man Gameplay zeigen möchte und dem, dass man den Menschen ein Gefühl und eine Geschichte erzählen möchte. Ich verstehe das. Sehr schwieriges Thema, kann man nicht einfach beantworten. Ja, vor allen Dingen, man kennt ja die Inhalte auch nicht. Ja, genau. Da musst du dann selber ein bisschen schauen, was am besten funktioniert, wo du am schnellsten vorankommst und Ergebnisse erzielst, die dir gefallen irgendwie. Ich hatte jetzt letztens gesehen, mal über so ein Gruselspiel, die hatten auch so einen cineastrischen Trailer gemacht mit Unreal. Das sah wirklich toll aus und hat vorrangig Story transportiert. Ne? Das heißt, die Szenen, die da zu sehen waren, die kamen im Spiel nicht direkt vor, aber der Level theoretisch schon und die Geschichte wurde da transportiert. Das war richtig gut gemacht. Ja. Also das geht alles, ist aber halt auch aufwendig. Ne? Ja, gut. Was kostet der ganze Spaß, bis die Gründung aufgesetzt ist? Also inklusive Notar, Steuerberatung und so weiter. Ja.
Also, die reine Gründung einer Firma mit, was weiß ich, ja, wie du schon schreibst, Notar aufsitzen, Steuerberatung und so weiter, muss man ungefähr rechnen 1.000 bis 2.000 Euro. Aber damit ist es ja nicht getan. Ja, also man muss halt schauen, außer der Gründung selbst kommen halt noch viele Kosten hinzu, die man bedenken sollte, je nachdem, was für eine Art Projekt man macht. Erstens braucht man unbedingt Geld auf dem Konto. Das Konto braucht man auch für die Gründung. Und die Firma muss liquide sein. Genau, also damit man da immer einen Puffer hat und niemals in die Miesen kommt, das ist ganz, ganz wichtig. Ja. Also bitte bedenken, dass da immer was liegen bleibt, auch wenn man diese Kosten hier zum Beispiel davon schon bezahlt hat. Und dann kommt noch so Sachen wie, brauche ich Software, brauche ich Lizenzen, was zahle ich für meine Website oder für Marken oder für verschiedene Konten, die ich buchen muss, und habe ich irgendwelche anderen laufenden Kosten, zum Beispiel Mieten und so weiter und so fort. Und es lohnt sich immer vorher, einen Plan zu machen, wo man all das reinschreibt. All das, was man zahlen muss. Alles, was auch hinzukommt. Alles, was man braucht. Und am besten irgendwie das zu berechnen. Wie hoch sind meine Kosten am Anfang und wie hoch bleiben dann die laufenden Kosten über die Monate und wie kommen die am Ende wieder rein. Damit man einen Überblick hat über diese Sachen. Und wenn man merkt, da bin ich aber schnell in den Miesen, dann muss man das nochmal umändern, ja? Ups. Ja. So ungefähr. Ja. Ups und Hoppla sind da nicht der Plan. Ne? Ja. Nächste Frage ist, wieso nehmen sich Entwickler so unterschiedlich lange Zeit fürs Bugfixing und Patchen nach der Veröffentlichung? Oh Mann. Eine spannende Frage, die habe ich auch schon oft gehört. Und ich glaube, die einfachste Antwort auf diese Frage ist, weil unterschiedlich lange dafür bezahlt wird. Ja. Also erstmal ist man dafür verantwortlich, dass das Produkt läuft, wenn man es verkauft hat. Da gibt es auch keine Diskussion. Und wenn ein Spiel einen Plotkiller hat, dann ist es kaputt. Punkt. Ja? Wenn es Glitches hat, wenn es irgendwo unschön ist, dann ist das, ja, unschön, ärgerlich, aber nicht kaputt. Ne? Das ist mal die Definition, so, die du als Entwickler dann hast. Das heißt, wenn einer sagt, okay, pass auf, das Ding ist aber im Eimer, das läuft auf der und der Grafikkarte nicht, dann kann man zwar sich hinsetzen und sagen, irgendwie, naja, die ist nach dem Spiel rausgekommen, da können wir ja nichts für, da muss sich dann der Betreiber drum kümmern, um diese Karte, um das Spiel zum Laufen zu bringen. Hilft dir aber nicht, weil du hast ein Produkt verkauft, was auf dieser Grafikkarte nicht läuft. Das ist ein Dilemma, in dem man sich befindet. Wie oft passiert das nach Veröffentlichung eines Spiels? Ab und zu. Ne? So, und dann glaube ich, ist es auch wichtig, dass man dann in einer Zeit, die dann einem Entwickler möglich ist, das dann auch irgendwie zu gewährleisten. Geht aber nicht unbedingt immer. Ne? Gibt auch so Sachen wie, wenn du auf eine Konsole rauskommst, dann hast du einen riesen Overhead zu machen, um nochmal durch die Compliance-Dinger durchzukommen, also um diese Prüfungen, die Sony oder Microsoft machen oder andere Plattformen, Nintendo, um zu gewährleisten, dass du diesen Patch da veröffentlichen darfst. Das kostet Geld, wenn du Pech hast. Ja? Und dann ist halt eine Frage, wie viel von dem Zeug sammelst du, dass du dann diesen Patch da veröffentlichst. Weiteres Problem, wenn du einen Patch auf dem PC fixt, der am einfachsten ist, weil da brauchst du sowas nicht. Du schiebst es einfach bei Steam oder Epic oder so hoch, ja. Und da brauchst du nicht diese komische Sicherheitsprüfung oder so. Natürlich gucken die dann drauf, wenn das Ding nachher kaputt gepatcht ist oder so, dann kriegst du auch Ärger. Darum geht's nicht. Es geht darum, dass du sehr viel schneller Fehler ausbessern kannst. Wie oft darfst du dann auf einem PC, ja, Sachen veröffentlichen und machen und tun, aber dann die Konsole vernachlässigen? Wenn es jetzt eine spezifische Sache ist, Grafikkarte funktioniert nicht, ist völlig digital. Eine Xbox oder eine PlayStation hat eine Grafikkarte, aber die ist immer gleich. Ja, also, ne? In den meisten Fällen. Das heißt, es passiert nicht, dass einer in seinen PlayStation 5 ja, eine andere Grafikkarte einbaut. Macht man nicht. Das heißt, da kann man recht sicher sein, wenn es einmal läuft, okay, dann läuft das. Passiert selten was. Beim PC passiert immer was. So, das heißt, der PC ist an der Stelle zumindest anfälliger.
und muss auch mehr sich drum gekümmert werden. Auf der anderen Seite, während man sich um diesen Grafikkartenfehler kümmert, gibt es noch andere Sachen, die reinkommen, an Feedback, an Sachen, die geändert werden sollen, Leute, die sich Dinge wünschen, die man gerne reinhaben möchte, und dann macht man das vielleicht auch zusammen mit dem Grafikkartending, und dann veröffentlicht man diese Dinge, die man dann gefixt hat. Man hat das Kampfsystem verbessert, man hat die Grafik verbessert, man hat irgendwie ein paar Plotkiller, Plotkiller ist ja wieder ein Fehler, aber irgendwelche Kleinigkeiten verbessert oder so. Und dann veröffentlicht man die auf dem PC. Dann sind sofort die Leute unzufrieden, die sagen, ja, aber was ist denn mit der Konsole? Ne? Also die Sachen, die ihr da jetzt aufgelistet habt, die ihr auf dem PC veröffentlicht habt, die möchte ich gefälligst auch auf meiner Konsole haben. Haben sie recht. Weil wenn der Patch hier funktioniert, warum dann nicht da? Ja gut, wir müssen da noch mal irgendwie Männchen machen bei Sony und Co. Und deswegen ist das schwierig, und dieser will auch keiner hören. Natürlich möchten die Menschen die möglichst beste Version haben. Also ist man auch bemüht, dann alles irgendwie gleichzuziehen und für alle Konsolen am besten. Wie lange braucht ihr denn und so? Da kann man vielleicht eine Zeit lang das schieben, ne? Aber wenn man wirklich signifikante Verbesserungen fürs Spiel gemacht hat, möchten die Kunden am Ende des Tages, möchtet ihr auch, dass die überall landen, die Sachen. So. Das ist auch wieder so ein Problem. Das heißt, wann ist der beste Zeitpunkt zu sagen, so, jetzt ist fertig? Hast du gerade ein Patch draußen, kommt die nächste Grafikkarte, funktioniert das Spiel wieder nicht. Ich übertreibe vielleicht ein bisschen, aber ist so. Ja? Oder noch schlimmer, du hast in einem Patch hast du einen Bug eingebaut, den hast du übersehen. Ja, wie kann das denn passieren? Immer. Sowas passiert. Dann besserst du das mal eben aus auf dem PC, aber das Ding ist auf die Konsole gelandet. Ach du Scheiße, mach's denn jetzt? Musst den ganzen Driss nochmal machen. Also sind die Zeitabstände, dass man Patches macht, immer davon abhängig, wie machbar sind die, wie sehr ist die Aufmerksamkeit auf der jeweiligen Konsole, auf der jeweiligen Sache, die gefixt werden soll und so weiter. Das ist ein Riesenfeld, super kompliziert kann das werden. Und man sitzt als Entwickler immer da und ist immer bemüht, das bestmögliche Ergebnis zu erzielen. Und manchmal will es einfach nicht klappen, dass man ein bisschen Ruhe reinbringt. Ja, manchmal ist der Wurm drin. Und dann kann das passieren, dass man da die ganze Zeit nur am Eiern ist. Also das haben wir auch schon gehabt. Es ist auch immer so eine Gratwanderung zwischen Imagepflege und finanziellem Risiko, ja, sag ich mal. Deshalb gibt große Firmen, die zum Beispiel gerne patchen oder auch zum Beispiel völlig umsonst irgendwelche DLCs raushauen, um Imagepflege zu betreiben. Ja. Und wenn die zum Beispiel finanziell super aufgestellt ist, ist das völlig unproblematisch. Ja, dann lohnt sich das immer, weil es dann irgendwie den Ruf verbessert bei der Community und weil das dann auch als gutes Beispiel für andere herhalten kann. Ja, und das ist oft schwierig, weil wenn zum Beispiel ein Spiel sich nicht gut verkauft hat und man ist Geldgeber von so einem Spiel, dann denkt man, naja gut, eigentlich müsste ich das ja an dieser Stelle jetzt beenden, weil das rentiert sich nicht mehr, das Personal darauf zu schmeißen irgendwie, weil das ist immer mit das Teuerste, ne? Zeit ist Geld. Zu sagen, ja gut, die arbeiten jetzt noch daran weiter, obwohl das sowieso gar keiner mehr kauft. Und stattdessen machen wir jetzt lieber was anderes und ziehen die ab und dann bezahlt es letztendlich einfach keiner mehr. Und dann gibt es auch noch so Zwischentaktiken. Zum Beispiel sowas wie, wenn du nochmal einen Patch rausbringst für Steam, dann kann es sein, dass du zum Beispiel dein Spiel nochmal pushen darfst. Also lohnt es sich manchmal sogar zu sagen, ich patche mein Spiel nochmal aus taktischen Gründen, weil ich dann nochmal Sichtbarkeit auf der Plattform bekomme, die ich sonst nicht mehr hätte, ne, sondern erst beim nächsten Sale oder sowas. Und dann muss man halt überlegen, was ist die beste Gratwanderung zwischen diesen Dingen. Das heißt, Plotkiller müssen raus, keine Frage. Und danach, wie oft patcht man noch aus Imagegründen? Für wie lange reicht denn das Geld jetzt noch, bis man wirklich jetzt was anderes machen muss? Und lohnt es sich nochmal zu streuen. Wie viele Leute spielen das überhaupt noch? Genau. Ne? Wie viele Leute haben Interesse und so weiter? Das ist immer so eine Minimax-Aufgabe. Ja. Das lösen Entwickler auch unterschiedlichst. Ja. Manchmal lohnt es sich auch irgendwie so ein kleines Programmiererteam da noch irgendwie dran zu setzen, während die anderen schon was anderes machen und zu sagen, na gut, die können dann nochmal patchen. Und das ist aus taktischen Gründen jetzt schlau, während die anderen dann schon mal an einem neuen Spiel sitzen und so. Klar. Und dann ist es immer eine Gratwanderung. Und darum, ihr Lieben, ist das so unterschiedlich. Ja,
Nächste Frage. Wird es auf Steam eine Community-Gruppe für Pithead geben? Zum Zeitpunkt, in dem ich diese Frage vorlese, müsste es die eigentlich schon geben. Das fand ich auch so geil hier. Das muss ich unbedingt noch vorlesen. Hier hat jemand geschrieben, ist eigentlich keine Frage, ich nehme es trotzdem. Keine Piraten, keine Zombies, ich kann's nicht mehr sehen. Und in Klammern dahin, aber gekauft wird euer Spiel dennoch. Ah, vielen Dank. Und dann habe ich gedacht, oh, wie süß, aber es gibt in unserem Spiel keine Weder Piraten und noch keine Zombies. Nein. Ja, sehr schön. Ja. Ja, eine kleine Mini-Frage an dich. Björn, trinkst du eigentlich jedes Mal einen halben Liter Cola mit Eis? Ja. Ich glaube, das ist auch ein bisschen... Ist das ein halber Liter, ne? Ja, doch. Ja, doch. Mhm. Ja. Gut. Ja. Ja, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und wir sehen uns hoffentlich nächste Woche wieder hier, wenn es heißt Pithead Studio TV. Vielen Dank. Dankeschön. Macht's gut. Bis dann. bald. Ja, halben Liter Cola. Mhm. Brauche ich auch. Du trinkst weniger, ne? Ich bemühe mich, ja. Ja. Schreibt mal eure neue Frage in die Kommentare. Okay.